Das ist so wunderschön. Ein Doppel-Tandem-Achser, der hier drauf ist, auf Kaabe. Travel Master, sieht aus wie eine Yacht von vorne, so richtig schön. Peter, du weißt, ich bin ja großer Fan von Kaabe. Ihr macht wirklich tolle Sachen. Und das hier ist ganz neu, oder? Der Grundriss. Für Deutschland sicher. Ja, wir haben es 3 Jahre, glaube ich. Ja. So ist das, ja. Viele kommen, bewundern dann die Integration, wie wir, ich sag mal, die Teilintegrierten gemacht haben. Und für ganz viele ist natürlich der Mercedes-Benz ein ganz, ganz tolles Basisfahrzeug hier drunter. Und er fährt sich wie ein PKW, oder? Ja, das stimmt. Und wir haben das doch sehr schön hinbekommen, um das zu integrieren mit unserem Produkt. Das oben, dieses Teil, ist das GFK oder was ist das? Das ist GFK, aber das ist nur optisch. Alles, was du bei Kaabe siehst, was GFK ist nur Optik, weil dahinter steckt die richtige, gute Konstruktion von Alu. Ja, komm, wir gehen mal gerade rum, dass wir das mal sehen, denn das ist wirklich so sexy, das muss man zeigen. Ich muss mich mal durchzwängen. Es geht gerade so, ich bin einfach zu dick. Warte, ich zeig mal gerade den Peter. Wir müssen den unbedingt mal von der Seite gucken, denn er ist so schön integriert, er ist so lang, also er ist ein Teilintegrierter, der gar nicht lang wirkt. Er ist sehr schlank. Also sehr schlank, ja. 2,45 Breite, 8,80 Länge, ungefähr, ein bisschen länger, 9 Meter. Ja, guck mal die Form oben an, die ihr jetzt gewählt habt. Das ist so ein kleines bisschen Alkoven, aber nicht so hässlich. Nee, aber wir werden später mal sehen, warum das ein bisschen höher ist. Ja, die Stehhöhe wahrscheinlich gigantisch, aber nicht verraten. Nein, aber auch ein ganz schöner. Don't tell. So ist es. Hier oben ist noch ein Astabweiser, der drauf ist. Ja. Das sieht doch gut aus, auch für die Optik. Ja, für die Optik. So, und hier Gas ist wahrscheinlich zu. Ja, nein. Ist auf. So, zwei Gasflaschen mit dabei. Habt ihr schon mal Kunden mit Gastank gehabt? Wir haben Kunden, die danach fragen, aber im Moment ist das ab Werk noch nicht, oder? Nein. Wir brauchen einfach die Platz und das ist noch nicht möglich. Denn es ist ein Tiefrahmen-Chassis. Ja. Ihr habt jeden Zentimeter habt ihr hier benutzt. Das werden wir gleich mal zeigen auf der anderen Seite. Ihr habt was ganz Besonderes. Ihr habt Innovation Design hier drauf. Ja, das ist alles gedruckt. Das ist alles gedruckt. Das sind keine Aufkleber, das ist gedruckt. Wir können ganz theoretisch alles drauf machen, was du willst. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn ich eine Boiler habe und das ist Alublech, wie kann ich das dann reparieren? Und das ist ganz, ganz einfach für die Händler. Die repariert das Teil, wo die Beschädigung ist. Und dann gibt es eine Folie von 50 Mikron. Das ist ganz, ganz, ganz dünn. Und dann wird das draufgelegt, wird lackiert und man sieht nichts mehr davon. Schön, das ist die richtige Antwort gewesen. Ja. Denn die Frage kommt ja. Also die Frage kommt. Es kann natürlich passieren, dass es eine Delle gibt. So, guck mal hier, das ist das Schönste von allem. Ja, das ist die Kabine für die Alde-Heizung. Und wir sind hier bei Kaabe, also im Bereich von Heizung, Ventilierung, Isolierung gibt es nichts besser. Und dann gehört natürlich Alde dazu. Alde ist die beste Heizung, die man haben kann. So, Tandem-Achser, das ist jetzt zu, aber was ist da drunter? Ja, das ist so. Das ist ein Seitenspoiler. Und eigentlich eine Schublade haben wir auch benutzt, so dass man diesen Platz haben kann, um Sachen reinzulegen. Eigentlich geht es jetzt nochmal um innen, das werden wir gleich mal zeigen, denn das Fahrzeug hier, das wird euch den Atem verschlagen, der 2022er Royal X880 LQB und QB steht für Queensbed. L-Küche, Queensbed und keine Ahnung, B von Queensbed. So. Queensbed, ja genau. So, hier sieht man auch noch mal so kleine Details. Ihr habt von Remy natürlich die Verdunklungssysteme, aber ich sag mal, alles hier ist noch mal extra isoliert. Ihr habt eine beheizte Fußmatte, habt sie ein bisschen gekürzt. Haben wir gekürzt, weil wir haben einen ganz lobenden Test gehabt in einer von den großen Magazinen in Deutschland und die haben geschrieben, ganz schönes Fahrzeug, aber ein bisschen schwierig wegen dieser Heizmatte und die haben völlig recht gehabt. Das haben wir das geändert während das Modelljahr. Okay, es war im Prinzip so lang wie auf der Beifahrerseite. Ja, das ist so ein bisschen zu lang. Aber Heizmatte natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben hier zu tun mit einer ganz großen kalten Brücke und natürlich wird jeder Hersteller sagen, dass es ein Fahrzeug ist, der auch winterfest ist, aber bei Kaabe ist es wirklich so. Und der Übergang von Aufbau nach Kabine
hat viel Aufmerksamkeit gehabt und das ist auch wegen dieser Fußbodenheizung. Riesenproblem. Das hier ist jetzt ein Teilintegrierter, das heißt, hier vorne könnt ihr gar nicht so viel machen. Ihr habt aber trotzdem einiges gemacht, isoliert, wo es geht, aber diese Fußmatte ist schon gut. Ist schon gut und wenn es richtig kalt ist, dann würde ich immer empfehlen, so eine Thermogardine zu nehmen, also bei minus 20 und die kommt so bei der Vorderstühle geht es so vorbei, das ist eine ganz dicke. Das ist keine Gardine, aber ganz dicke Matte. Und das braucht man wegen die ganz großen kalten Brücken. Ja, hier ist eine Heizung. Das ist eine Heizung, ja. Auch das ist hier eine kalte Brücke und ganz, ganz wichtig. Warmes Wasser. Und das heißt also, hier steigt das dann auf. Trotzdem ist die Tür nochmal isoliert, wenn du mal gerade mal gegen die Tür mal so ein kleines bisschen bollerst von außen, ohne sie zu zerstören. Ja, es ist nicht so. Aber trotzdem, das ist normalerweise hohl. Ja, und hier es ist mehr Isolierung wie bei den anderen Reisen. Genau, bitte mal klopfen. So, das wollte ich mal hören. So, jetzt werde ich mich mal hier rausfalten nochmal. Mal gucken, ob das klappt. Es klappt. Ich komme raus. Es ist eng, aber es geht. Wir tun ja alles für euch, wie es ist. Ja, die Länge vom Fahrzeug riesig, oder? Ja, 9 Meter. 9 Meter. So, da ist es guten Morgen. Ist schon Mittag. Ist egal. Ist letzter Tag. Boah, ist das ein Schiff? Aber es ist so schön. Guck mal die Form. Es sieht aus wie eine Yacht. Ja, oder? Das ist auch der Grund, dass ich dir das zeigen wollte. Komm, wir zeigen mal den Grundriss. Es hat ein Queensbett mit drauf. Und das ist ja was ganz Besonderes. Du hast ein Queensbett, du hast trotzdem noch eine Garage. Die ist zwar nicht mehr so groß. Gibt es ein Fahrzeug, was ungefähr genau die gleiche Garage hat? Eins hier, was draufsteht? Weil wir kommen da jetzt nicht ran. Ja, der LGB kommt in die Richtung. Komm, die Richtung, komm. Wir zeigen es mal ganz kurz. Du sperrst mal bitte das Auto. Da kommt die Richtung. Und das ist ungefähr die Tür. Da könnt ihr mal gucken. Das ist ungefähr die Restgarage, die man noch hat, die da ist. Also ungefähr so sieht das aus, richtig? Ja. Ziemlich genauso. Ziemlich genauso. Und du siehst auch sofort, dort auf der anderen Seite, hier wieder kalte Brücke, ganz großer Stauraum. Aber natürlich die Heizung, Wasser geheizt. Das sind solche Sachen, die sind bei Kabe ganz, ganz wichtig. Hier siehst du auch die Vorbereitung für die 5. Sitzgruppe. Da kannst du dort deinen Stuhl verstauen. So viel wie möglich Fächer gemacht. Hauptschalter. Unten, was ich toll finde, hier ist der Ablass. Das heißt, du kannst hier reinigen, richtig feucht. Ja. Kannst anschließend hier einfach abspülen, das geht dann runter. Ja. Das ist wirklich toll, wenn du Salz hast, du hast hier die Skier drin gehabt und alles. Ja. Du kannst quasi mit Hochdruck, nee, ja, jetzt nicht, aber du kannst hier nass durchwischen. Ja, und was vielleicht noch mal gut zu wissen ist, wir haben auch aus Zubehör noch eine zusätzliche Heizung in der Garage. Also wenn Sie wissen, dass es richtig kalt wird, dass Sie ganz oben im Norden sind, dann können Sie das dazu bestellen. Bleibt alles schön. Es geht ja darum, du kannst hier die Skischuhe reinstellen, kannst sie trocknen lassen. Es ist alles beheizt, aber es gibt ja noch einen Trockenschrank. Ja. Den können wir uns gleich mal anschauen. Hier ist ein winziges Fach. Ist das auf? Guck mal, Peter. Ja, ist auf. Auch wie süß. Stauraum, ja. Das ist aber der gleiche Wandaufbau, das Fach, gell? Das heißt, hier sieht man auch die Dicke. Die Dicke. Alles aus Alu. Ja. Unten alles aus Alu. Du siehst hier auch einen Teil von dem Teppich. Das sehen wir auch später auf der Innenseite. Überall Teppich. Das ist angenehm. Feuchtigkeit wird abgenommen. Du hast das Ding wieder verteidigt. Die Leute hier, die Messe Sonntag ist schon krass, oder? Ich glaube, nach 11 Tagen habe ich langsam den Blick drauf und so eine Bodyguard-Haltung. Die fragen schon gar nicht mehr richtig so, oh mein Gott. Komm, auf geht's rein. Wir werden das Auto mal sperren. Schön ist auch der Tiefrahmen, das heißt, du brauchst gar keine Treppstufe, oder? Nein, brauchst du nicht. Ja, das ist genial. Keine Trittstufe. Dann hast du hier natürlich deine Aufbautür. Da habt ihr einen Zubehörhersteller, der, ich sag mal, auch die minus 50 Grad kann. Ja, das ist eine Tür von Hartal. Ja. Und eigentlich sollst du auch mal die Scharniere zeigen. Ja, dann zeige ich mal. Wie stark das gemacht so, 3-mal mit jeweils 6 Schrauben drin oder 5 Schrauben, die da sind. Also das ist ordentlich. Die kriegst du nicht auf und die hat natürlich auch eine Funktion. Hier unten ist Elektrik mit drin. Die wird automatisch mit verbunden. Das ist ordentlich. Ja. Ihr prüft ja auch die Zubehörhersteller. Mittlerweile muss man ja flexibel sein in der heutigen Zeit. Ist hier auch Cinderella drin? Hier ist kein Cinderella drin. Wir waren gerade in Imperial, dort ist es serienmäßig, aber hier nicht.
Aber bei ganz vielen Modellen ist das möglich gegen Aufpreis. So, großer Schuhschrank. Ja, Der Vorteil ist ja, geheizt auch wieder. geheizt. Hier vorne noch ein Schränkchen. Da, Sobald du die Tür aufmachst, geht auch hier die Beleuchtung an. Das siehst du ganz schön in diesem Griff. in diesen kleinen Schrank kommt die Shenandoah dann rein, wenn es böse ist. Dann hier vorne eine richtige Garderobe. Kannst du die Kleider aufhängen. Was toll ist, ihr habt ein ganz neues Ambiente-Licht habt ihr jetzt drin. Ja. Und das ist eine ganz tolle Erfindung. Preis hier von dem Auto ungefähr, wenn du draußen mal gerade guckst? 162.000. 162. So, mal zumachen. Du bist doch der Einzige, der das darf. So. Close the door und da hast du es jetzt. Moodlight. Moodlight. Geht auf einen Knopfdruck. Ja, und fertig. Und dann hast du so eine richtig schöne Steuerung, die man auch noch dimmen kann. Ihr habt ganz, ganz viel Licht hier drin. Ich würde es wieder anmachen. Ja, gerne. Gibt es denn für die alten Software-Update? Ja, wir haben so ab und zu ein Update. Und auch das ist sehr einfach. USB-Stick und funktioniert. So, lass mich jetzt mal gucken. Ich habe Stehhöhe hier, ich bin 1,83. Du bist 1,75 Meter. 1,75 Meter, du auch. Ihr seid gleich groß. Und wenn du guckst, wir haben ultra Stehhöhe. Jetzt kommt es aber noch besser. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Riesensitzlampe. Ihr habt hier auch Stehhöhe. Achso, ja. Ich will dich mal gerade ein bisschen foppen. Warte mal gerade. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Hier ist ein Hubbett drüber. Als ob. Cool, ne? Da ist ein Hubbett drüber und du merkst nichts. Guck mal Okay, hier. nein, das hätte ich jetzt nicht Du wirklich. siehst es hier. Also da Erwartet. ist das Hubbett. Im normalen Gebrauch merkst du das Hubbett nicht. Okay. Wow. Super. Ist echt super. Also die meisten, die reinkommen, Und komplett. Und mit komplett. Oberschränke, mit Beleuchtung, mit alles. Aber das geht komplett nach unten. Ich will das zeigen. ja bitte, Ja. mach mal. Peter, das ist so gut mit dem Hubbett. Du siehst das Hubbett nicht. Sollen wir die Kanne? Oder ist das egal? Ja, Nee, nee. wir sollen das hier so runter machen. Ein bisschen runterklappen. Aber es geht auch so und das Hubbett ist auch ordentlich groß. Und diese gehen für Ich mache gerade nochmal die Polster ein bisschen rum. Aber es geht wirklich einfach. Du musst nicht groß irgendwas umbauen. Guter Tipp von mir ist, irgendwelche Sektgläser nicht auf dem Tisch stehen lassen. Ganz große. Ich habe schon welche zerstört. So, und das ist das Hubbett. Du darfst mal hoch, hier von der Seite. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Alter, oder? Lass mal mal zeigen. Du kannst immer noch unten durch, wie du siehst. Also Notausgang ist immer noch frei. Ja. Boah, ist das ein schönes Bett. Es gibt einen Rausfallschutz auf jeder Seite für Kinder oder für Erwachsene und Leiter. Aber man kommt auch so hoch über den Sitz. Guten Tag. Ich liege endlich richtig, okay. So, Hubbett mit dabei. Dachfenster. Die Höhe hier vom Auto, sind wir über 3 Meter bei dem? Leicht über 3 Meter, oder? 3,5 Meter. 3,5 Meter. Aber jetzt sieht man auch, das Hubbett ist so genial integriert. Also richtig High-End. Ganz viele Kunden sehen es gar nicht. Sehen es gar nicht, oder? Auf der Messe. Und dann sagen wir, das ist hier ein Hubbett. Wo ist dann das Hubbett? Ja? Wo ist es denn? Ja. Wo- Und fertig, du siehst. Siehst Geht nichts. nach unten. Warte, ich zeig mal gerade. Auch hier der gleiche Schlafkomfort. Du hast also eine richtige Lattenunterrost. So, komm mal schnell raus. Cool ist auch hier oben, du hast Ablagen mit drin, Ja. wo du was reinlegen kannst, die auch normalerweise nicht sichtbar sind, sodass du Sachen drin liegen lassen kannst, die nur fürs Hubbett sind. Und das Licht? Und das Licht, das sind sogar fast hier Geheimfächer hier oben, Ja. die du dann hast. Ist das genial. Fallen so nicht auf. Komm schnell runter. Wir haben ja keine Zeit. Ja, ist ja gut. So, jetzt sind noch Fächer. Die Steh Sitze uns- sind auch super. Ich stehe uns gerade hier am Fahrerhaus. Ich zeige euch das mal. Hier ist Okay, komm wieder hoch. Peter, bitte wieder hoch. Hochfahren. In der Ausführung. Und jetzt sitzt du auf dem Polster. Du kannst das Polster mal dagegen drücken. Mach's mal hoch. So, und wenn du jetzt So. hochfährst, geht automatisch das Licht an. Peter, setz dich mal rein bitte in die Sitzgruppe. Hast du auf dem Sitz? Wie fühlt sich das an?
Was soll ich sagen? Gut, du bist Vertriebsleiter. Ja, aber das ist auch wirklich bequem. Das sind nicht nur die erste Polster, die wir kaufen können. Das ist richtig gute Qualität. Und wir sind hier bei Kabe. Wir benutzen das Fahrzeug das ganze Jahr und sehr lange Zeit. Das muss eine richtig gute Qualität sein. Und natürlich sage ich, dass es sehr bequem sitzt, aber das kannst du bestätigen. Das ist wirklich gut. Du, ich werde den Van, den ich kriege, weißt du, wo ich den mitnehme? Ich nehme den mit nach Bad Kissingen auf die Abenteuer Allrad, die größte Allradmesse der Welt. Und da, wenn wir den mitnehmen, da passt das. Mal gucken, was dann passiert, wenn ich mich da oben hinstelle. Ja. Dass die Leute gucken. Denn es ist ein Schlechtwegefahrzeug, was ich ja kriege. Das hier ist ein Fahrzeug, was du auf jeden Campingplatz kriegst. Jetzt ist allerdings 9 Meter, am besten vorher anrufen, oder? Wegen den Plätzen? Ja, würde ich machen. Ist natürlich ein großes Fahrzeug. Großes Fahrzeug. Die sind nicht alle so lang, muss man sagen, nee, oder? Die meistverkauften Modelle sind 7,80 Meter und das ist natürlich 1 Meter kürzer als diese. Und 1 Meter ist ganz, ganz viel. Aber hast du auch gesehen, dreh mal rund, das ist von außen 2,45 Meter breit und ja. Da sind wir der einzige Hersteller mit Reisemobil auf fast 2,50 Meter und das merkst du natürlich innen. So viel Platz. Ist so spacey. Ja. Du bist aber nicht so hoch wie jetzt, ich sag mal, Concorde oder Morelo. Nein. Dass du das Problem hast, dass du vielleicht nicht unter den Bäumen durchkommst und so. Ja, und es ist immer noch, wir sind hier bei Kabe und nicht ganz viele Leute kennen das. Wenn du auf den Campingplatz kommst, dann ist es nicht, dass alle Kopfen direkt drehen. Okay, dass du jetzt so mit dem Luxusmobil kommst, sondern das hier ist Understatement mehr. Es ist kein Bling Bling, es ist sehr schön, aber Rolls-Royce, weißt du, und kein Ferrari. Rolls-Royce und kein Ferrari. Ja, wenn du das siehst, das Ganze ist zweckmäßig. Eher so Design, sage ich jetzt mal, das Holz ist etwas heller geworden, muss man sagen. Ja. Das steht dem unglaublich gut. Ja. Trotzdem habt ihr noch diesen, ich sag mal, Chalet-Charakter so ein bisschen, oder? Dass es so ein Landhaus ist. Landhaus, ja. Mit der Beleuchtung ist natürlich ganz wichtig für die Atmosphäre. Aber modernes Landhaus. Ja. Wenn du das schwarze Leder siehst, das steht ihm gut. Ja. Das kannst du wählen, das Leder, die Farbe? Ja, hier haben wir Stoffpolster und dann haben wir Kunstleder. Das ist Kunstleder. Ja. Man kann auch für echtes Leder wählen und dann sind auch die Vorderstühle auch von echtes Leder. Wobei ich empfehle wirklich Kunstleder, muss man schon sagen, weil das lässt sich viel besser reinigen. Das ist so gutes Leder mittlerweile. Aber das kann jeder kriegen, wie er will, oder? Ja. So, hier sind 2 Gurtplätze. Es hat insgesamt 3 Gurtplätze plus die Beifahrer? Also serienmäßig für 4 Fahrer, Beifahrer und hier 2 und gegen Aufpreis 5. Sitzplatz. Okay. Ich zeige euch mal. Ich stehe jetzt mal in der Küche, mache die Spaghetti Carbonara für euch. Natürlich frisch hier am Herd. Du wartest schon und sagst, Sven, mach mal hin. Es wird nicht fertig und du kannst dir aus dem Weg gehen mit 3, 4 Leuten. Du kannst sogar aneinander vorbeigehen. Wenn du jetzt mal bitte kommst, Shenandoah, du hast also noch so viel Platz hier drin. Du kannst hier locker vorbeilaufen und ihr macht jetzt mal Folgendes. Ihr lauft mal bitte aneinander vorbei. Das ist nämlich oft bei so, ich sag mal, Reisemobilen mit 235, 230 hast du das Problem, du kommst aneinander vorbei, ohne bitte noch einmal zum Zeigen. Ach, ist das schön, das könnte ich stundenlang zugucken. Ja. Aber das ist gut, du kannst dich drehen, du kannst dich bewegen. Das ist richtig viel Platz hier drin und wir sind im Teil integriert. Ja, Teil integriert. Einzige mit so ein breiter Aufbau. Ich finde es gar nicht so schlimm hier vorne. Normalerweise ist es beim Teil integrierten immer so. Schlimm? Nein, nee? Ich sag mal so, die Integration, die ist so zulaufend wie in einer Yacht, in einem Boot, ja. So ein bisschen. So angenehm. Ne? Ich suche immer so negative Sachen. Das einzig Negative, was ich finde, dass man keinen 300-Liter-Tank bei euch kriegt, Frischwasser. Ja, das stimmt. Ist so, weil da. Aber es muss passieren in der Raum, die wir haben. Ist so. Ja. Das heißt, 51 Liter habt ihr? Ja. Sind die Wasseranschluss auf Wunsch? Auf Wunsch, ja, sicher. Ja. So, hier, was ist hier drin? Hier haben wir ein Brett. Mhm. Zentralverriegelung auch? Zentralverriegelung machen wir hier. So. Jetzt ist alles zu, jetzt geht das nicht mehr. Alles? Alles. Die komplette Seite. Das gibt es in Luxusmodellen auch elektrisch? Ja, Imperial hat es elektrisch. Imperial. Aber hier geht es auch gegen Aufpreis. So, dann diese Wand hier finde ich so klasse. Die ist so clean von der Optik. Clean, alles schön
abgebogen, aber auch keine Spalte. Ja. Sehr schön. Dann der Flammenkocher. Der ist schön schmal, dass du also nicht zu viel Platz verlierst. Ne. Denn die Küche ist jetzt nicht riesig und du kannst auch nur ein Feld verwenden. Wenn du hier, Cool. Elektrische Zündung. also wenn du jetzt sagst, du brauchst noch einen Topf zum Beispiel, dann bleibt das offen. Das hier kannst du noch als Ablage verwenden. Ablage. Ja. Dann, da ist natürlich ganz wichtig, ne, erstmal gerade den Backofen. Der darf ja gar nicht fehlen in einem Kabel. Ist in den Wohnwagen übrigens noch viel größer. Da kommt es übrigens her, wo die Leute schreiend die Wohnwagen verlassen und sagen, so ein geiler Wohnwagen. Ja. Mit Frontküche und Heckbad. Induktionsfeld, ja. Also das zeigen wir gleich auch noch mal kurz. Dann hier ein Eckschrank. Gut, das machen andere auch ganz gut, muss man sagen. Aber so, ich sag mal, minus 50 Grad ist ja eure Kernkompetenz. Das heißt, eine Isolierung, die gedacht ist, dass du wirklich in Norrland zum Beispiel damit stehen kannst. Ja. Du kennst Norrland? Ganz oben nehme ich Ja, daran. ganz oben, ja. Ja. Oder in Finnland, ja. Sag mal, die müssten auch in Russland laufen, oder? Die Wagen mittlerweile. Ja, ich, Oder ich ist das spreche schwierig? die Sprache aber nicht. Das ist vielleicht die Schwierigkeit. So, komm, wir gehen mal einen Schritt weiter. Hier vorne der große Tower. Ist das, vielleicht ist es mal noch mal schön zu, lass das noch mal sehen. Wenn ich auf dem Campingplatz bin, dann mache ich das einfach so zu, und öffne das wieder. Aber wenn ich fahre gehe, dann mache ich richtig so. Guck mal, hörst du das? Und Okay. jetzt ist es wirklich fest im Schloss. So. Okay, das heißt, wenn du es nur anlehnst, ist es Ja. einfach Und so jetzt? zum Ziehen? Okay, verstanden. Das heißt, wenn du fährst, einmal drücken. Einmal drücken und dann ist es komplett fest. So, jetzt kann ich hier öffnen bei mir. Ja. Einmal dort. Und wie ein Wunder, absolute Messeneuheit dieses Jahr. Nee, gibt schon länger. Gibt schon länger. Ja. Aber So. natürlich super praktisch. Oben Aus, auch. vom Schlafbereich aus, von der Küche aus. Sag mal, wenn ich dich nicht mehr sehen möchte, was mache ich jetzt? Nee, Nein, geht nicht. achso, nee, das geht gar nicht. Was mache ich? Such? Das habe ich bei ihm gesehen. Ah, hier. Diese zwei Pfeile. So. Auf Wiedersehen. Ja, da vorne ist ein Magnet. Hier ist ein Ding. So. Siehst du? Hallo? Hallo? Hallo. Okay, ist zu. So, mach nochmal auf kurz. Wow. Denn, ich sag mal, die Tür ist jetzt kein Raumbad, aber das hier ist klasse. Das ist allein schon so ein bisschen wie in der Business Class im Flugzeug. Du machst deinen Vorhang zu und hast dann eine Ruhe. VIP-Platz. Ja, und kannst du dich umziehen. Dein jetzt. Privatplatz. Kommt der absolute Hammer. Guck mal hinten das Bett. Das ist wie im Hotel. Leider ist jetzt, muss man sagen, im Messebetrieb Messe, die guck mal, wie es Decke. aussieht. Die Decke ist komplett runtergefallen. So, wenn du das mal gerade hochziehst, mach mal hier Die ordentlich. mit. Genau, er hilft mit. Denn du kannst tatsächlich auf beiden Seiten, das ist so genial, du kannst einfach drum rumgehen. Wir machen es jetzt mal richtig schick und halten mal drauf. Das ist Schlafen. Ich mach mal das Licht aus, bitte, Peter. Also, dass wir das mal sehen vom Ambiente jetzt. Ich muss immer aufpassen, die Shenandoah, die knackt mir direkt weg. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist das Licht nicht 100%, das steht ihm aber gut, weil wir haben gerade eine spezielle Beleuchtung angeschafft, Moodlight. Moodlight. Ja. Mit einem Drücker auf die Taste hast du Moodlight. Genau, wenn du jetzt mal gerade Putzlicht mal anmachst, bitte. Volles Programm, was irgendwie geht, dass wir mal Das sehen. Programm ist hier Haben wir schon hinter das mir. so Ja. Einen Schalter. So, das ist eins. Und auch das Moodlight kannst du heller machen. Ja, indirekte Beleuchtung mit Dimmer. So. So, und jetzt haben wir viel mehr Platz, Viel mehr denn wir Platz. können zeigen, wir haben zwei kleine Kleiderschränke an jeder Seite nochmal. Was heißt klein? Die sind so schon groß ordentlich. Wie möglich. Dort eine Schublade. Boah, Ja. was für ein Arm. Das ist eine Schublade, bitte mal öffnen. Schön. Was mir auch gefällt, du hast ein richtiges Nachtschränkchen, wo du was ablegen kannst. für Dann dein hast du hier nochmal ein Handy Schränkchen. Ja, vorbereitet für Fernsehen. Hier ist der Fernseher mit drin. Dann nochmal, dass du ein Raumbad hast. Hier kannst du nochmal abtrennen. Peter, mach mal bitte. Der Vorteil ist natürlich... Aber das ist hier so ein Beispiel. Wir sind hier auf der Messe und das hat jemand kaputt gemacht. Ja, wo denn? Sag mal. Guck mal, hier ist komplett weg. Ja. Also der Magnet ist weg.
Das ist schade, aber wir können das sehr einfach Peter, reparieren. das ist harmlos. Weißt du, was ich hier auf der Messe gesehen habe? Da war der Kühlschrank, da war hier die Seitenleiste rausgerissen. Komplett rausgerissen. Ja, so unglaublich. Das hat einer wahrscheinlich irgendwie gebraucht. Ja. Oder Vielleicht. es geht noch mal gar nicht. Also, komm, wir machen mal auf hier. Die Tür lässt sich exakt so weit öffnen. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Ihr habt, weil die Alupreise so gering sind, habt ihr in jeden Schrank nochmal ein Alu-Profil reingemacht, was die Steifigkeit der Tür so massiv erhöht. Ja. Und der wirklich ganz, ganz viel, ich sag mal, Stabilität verschafft. Und das ist überall drin. Das ist überall drin. In jedes Fahrzeug habe. Warte mal, ich mach dich nochmal hell, Peter, dass man dich sieht. So, da ist der Peter nochmal. Und das ist echt ein krass großes Bad mit extra Dusche. Ich meine, wir sind hier im Teilintegrierten. Ja. Gut, ist ein langes Ding. Ist das der längste Teilintegrierte, den ihr habt? Das ist der längste Teilintegrierte, den wir haben. Das So, stimmt. okay, geh mal rein bitte. 1,75 Meter. Gut, im Norden keine Ahnung, warum die alle so groß sind, aber es ist wahrscheinlich die Nutella-Brötchen, die Zu viel Bier, genau. zu viel Bier. Aber du bist 1,75, also auch jemand, der 1,90 Meter, 1,95 Meter ist, Ja. klappt. Geht. Geht. Und gestern haben wir eine Kunde gehabt, die hat ein Kabel 18 LGB gekauft mit 2 Einzelbetten. Ja. Und der Mann ist fast 2,10 Meter und hat gesagt, ich möchte gerne die Betten verlängern. Und das geht. Wir sind, glaube ich, fast der Einzige, die das machen. Wir haben dann gesagt, dass wir die Schränke einkürzen. Die Oberschränke werden verlängert und wir machen ein langes Bett. Das heißt ein Herz für lange Leute habt ihr. Und das ist genauso breit wie den Schrank und das war in diesem Fall 30 cm, hat er ein Bett von 2,30 Meter. Peter, genau, Wünsche geht auch. da ist das Licht nämlich. Ansonsten hätte ich dich gebeten, mal mehr Licht zu machen. Ja. So, da sitzt du gerade auf dem Klo. Ja. Du hast viel Beinfreiheit, kannst das Ganze drehen. Du hast ordentliche Schränke, die Holzqualität ordentlich. Ja. Hier Haken. Haken. Da ist der Handtuch Haken. und Co. Gut, dann oben nochmal ein Heki mit drin. Auf Wunsch eine Klimaanlage, zum Beispiel an der Stelle. Immer in der Mitte. In der Mitte, damit es auch an beiden Seiten Vielleicht geht. mal schön zu zeigen, dass wir da unter das Bett auch noch Schubladen und Staufächer haben. Da sind Staufächer mit drin. Staufächer auf der linken und rechten Seite. Da ist nichts. Da hast du nochmal Staufächer. Ganze Schubladen. Ja. Ah, Push. Jetzt hätte ich es fast selber falsch gemacht. Da ist es. Hier dann daneben noch. Was ich auch toll finde, ist das Raumklima, was du hast. Du hast zusätzlich nochmal, warte mal, ich mach mal auf. Kannst mal zeigen. Also da ist nochmal ein richtig großes Fach. Kann man das Bett hochmachen eigentlich? Nein. Da, okay, da ist da drunter die Garage dann. Ja, das ist die Garage und das ist auch der Grund, dass wir hier die Schubladen haben. So, da hinten sind übrigens noch Fächer drin, wie man sieht. Ich halte mal gerade rein. Und das Schöne ist, du kannst an der Seite vorbeigehen und hast wirklich einen Zugang zum Bett von beiden Seiten wie zu Hause. Musst nicht irgendwie hochklettern, sondern hast es total easy hier. Und dann bist du hier der Master und guckst nach hinten. Queens Bett hat doch was, oder, Peter? Ja, sehr beliebt. Es wird sehr viel verkauft. So. Ist ein ganz anderes Feeling. Fühlt sich an wie im Hotel. Queen Size ist super. Ich mag das voll gerne. Hier vorne Hast nochmal du das mal Fach, die was drin ist. Ja, Da ist die warte. Stereoanlage mit drin. Hier ist nochmal USB ohne Ende. Da hast du Schwenk hier, das zu das schauen. ist ganz interessant, du hast hier Tasten 1, 2, 3, Peter. Das sind wahrscheinlich so Setups, die du programmieren kannst, oder? Bei 1, 2, 3. Siehst du hier? Da bin ich hier auf Ja, 1 das sind Setten. Ja, da kannst du die Setting machen. Aber du kannst sowieso, hier hast du auch ein elektrisches Bett. Du hast hier Beleuchtung für, guck mal. Warte mal. Mach mal. Was hast du gedrückt? Aber du, Ich das habe auf ist 1 die. gedrückt, ja. Mach mal 1. Ach, da geht so eine Lümmelposition hoch, Ja, dass du liegen kannst und Fernsehen gucken kannst. genau. Du hast auch die anderen Knöpfe, das ist natürlich für die Spots. Du hast auch die, dort die Knöpfe für die Nachtbeleuchtung. So, jetzt einmal kurz reinlegen. Jetzt tu mal so, als würdest du ganz angestrengt Angestrengt. irgendwas Sinnvolles machen. Hey, dabei bin ich doch. Ein Skript studieren, auswendig lernen. Ja gut, sie ist ja Schauspielerin. Die muss ja irre viel Texte lernen immer. Bloß bei uns nicht. Ja, dort haben wir doch ein Buch. Guck mal. Genau, lern das mal auswendig, wir kommen gleich.
so schnell. So, großer Kleiderschrank, Ja. Ja, und nicht nur ein Kleiderschrank. Trockenschrank. Das ist auf Schwedisch, das kann ich nicht So. auswendig. Das ist auf Schwedisch, kann es nicht auswendig lernen. Das ist übrigens das Bedienteil, das braucht man nicht zwingend, aber es funktioniert auch. Nee, also alles läuft über das Bedienpanel von Kabe beim Eingangstür, aber wir müssen das natürlich von Alde auch irgendwo reinbauen und in eine Ecke und das haben wir hier gemacht, weil anders funktioniert das nicht. Trockenschrank, du kannst hier richtig nasse Kleidung reinhängen. Ja, Das geht. das geht. Darum ist Alles es schön gewollt. beleuchtet. Ja. Oh, hier, Spielkind. Ich mach's mal wieder zurück. Du machst es zurück. Okay. 2 ist zurück. Ist das angenehm hier drin? Wunderschön. Und die Fenster sind offen. Du hast trotzdem ein tolles, also ein ganz tolles Geräuschniveau im Moment hier drin. Also draußen ist irre laut, wenn wir gleich rausgehen. Wenn wir hören, da ist nochmal die Küche mit dem Peter. Jetzt verstehe Hohe ich auch, warum Deckenhöhe. die Decke runtergegangen ist. Was genial ist, die Fächer, die du hier oben drin hattest, die sind komplett versteckt. Die siehst du nicht mehr, die sind weg. Die waren ja, die habe ich ja eben gezeigt. So, Leute warten. Wir zeigen noch einmal ganz kurz das Bedienkonzept. Du hast also hier eine zentrale Steuerung mit drin, die wirklich funktioniert. Habt ihr viele Ausfälle? Ausfälle? Nein. Nein. Ich kann es mal ganz kurz mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Das ist hier der Hauptschalter und alles, was grün ist, funktioniert. Ich mache das jetzt aus. Jetzt wieder an. Und dann siehst du, dass hier hast du die Zeltlampe mit Bewegungsmelder. Dann kann es auch so sein, dass wenn es Bewegung draußen gibt, dann geht auch das Licht an in Schlafzimmer. Also dann schläfst du nachts und dann plötzlich geht die Lampe an und denkst du, hey, was ist los? Da ist jemand draußen. Ja, das haben wir schon besprochen. Moodlight, Beleuchtung vorne, hier Deckenlampe mit Dimmer, indirekte Beleuchtung mit Dimmer, Küchenbeleuchtung mit Dimmer, Heizung, das ist genauso wie bei Alde, das ist das gleiche Panel. Ach, das läuft auch hier drüber? Ja. Ja. Und dann gibt es noch so viele Funktionen. Man hat die separate Fußbodenheizung. Man kann sagen, was die Priorität ist oder Gas. Dusche an, oder aus. Elektro. Ja. Dusche an, aus, Gas, Alles Elektro. läuft darüber. Alles. Timers drin, Klimaanlage, das ist auch das Tolle daran. Wir haben alles vorbereitet auf alle möglichen Zubehör. Kühlschrank, alles. Kühlschrank ist drin. Jetzt steht es in Demo-Funktion, aber hier. Airvent haben wir. Und wenn der Kunde nachher sagt, ja, ich brauche noch eine Klimaanlage, kein Problem. Der Händler baut das ein, wir aktivieren das in das Panel und es funktioniert auch über das Panel. Das haben übrigens ganz viele nicht hinbekommen. Auf der ganzen Messe hast du kein System so wie ihr. Ich habe zumindest keins gefunden. Und ganz einfach und auch für uns selbst. Weil die meisten sagen, ja, Bussystem schwierig. Dann siehst du hier 35 verschiedene Bedienfelder. Ja. Die Leute kriegen einen Anfall. Man kann es über App bedienen auch? Ja, also gegen Aufpreis gibt es Smart D Remote und dann kannst du ganz viele Sachen über den App bedienen. So. Über den Handy. Komm, wir geben das Fahrzeug wieder frei. Ja. Denn die stehen schon draußen. Sehr, sehr beliebt. 9 Meter lang. Und jetzt ist es wieder frei. Für die Allgemeinheit. Alles gut bei euch? Jawohl, jawohl. Es ist wirklich umlagert, oder? Was ist denn so schön an Kabe? Darf ich dich das mal fragen? Ja, das Aussehen, die Farbe, Die Farbe. ja, einfach auch. Die Ausstattung. Ja, hast du das Gefühl, das ist Qualität da drin? Ja. Warum? Schweden. Ja, Volvo. ja, genau, alles. Ja, sehr klar. gut. Raumgefühl, alles Ja. super. Vielen, vielen Dank dir. Jo, Ciao. bitte. So, wir lassen ihn mal rein. Ja, aber ist echt so. Volvo hat ja angefangen, das war ja immer so, Volvo war ja immer, ey, die Leute sterben reihenweise, Volvo überlebst du immer. Ja. Das war so der, stimmt ja auch nicht, aber die hatten viel mit Sicherheit zu tun, oder? Aber auch bei Volvo sieht man doch auch, dass man richtig modernisiert hat. Guck mal, wie beliebt das ist. Und das sieht man auch in Schweden bei Kabe. So, wir werden jetzt mal den Akku auswechseln, denn jetzt kommen wir gleich in einen Wohnwagen. Wir werden mal einen ganz großen, du hast den ganz großen hier mit Heckküche und... Wir haben ganz große Wohnwagen hier stehen, den 87er Frontküche. Zeig mal, Imperial. welcher? Dieser. Der da. Frontküche Imperial mit Heckbad. Das ist der, wo alle reingehen und sagen, erstmal anfangen zu schreien. Denn diese Küche hier, Shenandoah, komm mal kurz. Ganz schnell, da machen wir gleich ein Video drüber. Geh mal rein in die Küche, ganz schnell. Guck mal. Okay. Ist das gut? Ja. Ja! Tschüss Peter, vielen, vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.